Heute gibt es verschiedene Wörter für euch. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen auf meinem Kanal German Fräulein. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich so sehr, dass ich euch dafür irgendwie begeistern kann, mir zuzuhören. Heute habe ich ein paar Wörter für euch, die ich irgendwie nirgendwo anders in Themen reinpacken kann. Und deswegen mache ich das einfach so. Los geht's. Die Märchen von Grimm, also Grimms Märchen, das ist absolute Kultur und Literatur in Deutschland. Das sind ganz alte Geschichten, die sind oft für Kinder geschrieben, ein bisschen einfacher, und die Originalgeschichten sind ein bisschen komplizierter geschrieben und sehr brutal. Aber das ist absolute Kultur in Deutschland. Wenn ihr gut Deutsch sprechen könnt oder lesen könnt und euch dafür interessiert, dann würde ich euch wirklich vorschlagen, lest euch mal Grimms Märchen durch von den Brüdern Grimm. Und da gibt es ganz tolle Geschichten, die ihr wahrscheinlich sogar schon mal irgendwo anders gehört habt. Viele berühmte Zeichentrickfilme sind diese Geschichten von Grimms Märchen tatsächlich. Und da werdet ihr viel wiederfinden. Dann das Wort Schlafmütze. Eine Mütze ist das, was man auf dem Kopf hat, und schlafen ist schlafen. Und damals hatte man eine Mütze auf dem Kopf zum Schlafen gehen. Und wenn heute jemand sehr müde ist oder viel schläft, dann sagen wir, du bist eine Schlafmütze. Wenn jemand einfach sagt, ich will noch länger im Bett liegen bleiben, ich will nicht aufstehen, komm, du alte Schlafmütze, steh auf. Das ist ganz lieb gemeint, wenn wir Schlafmütze sagen. Dann das Thema Blutspenden in Deutschland. Das können wir alle machen. Das kann man in den Krankenhäusern machen oder beim Roten Kreuz. Dafür bekommt man sogar Geld und man kann dorthin gehen, das Blut wird abgenommen und das bekommen dann Menschen, die es dringend brauchen, kostenlos. Damit handeln wir nicht, also wir machen uns nicht reich deswegen. Und wenn jemand operiert wird oder sehr krank ist, bekommt er das Blut, welches er braucht, und wir können es freiwillig abgeben und bekommen ein bisschen Geld dafür. Das ist nicht viel, davon wird man auch nicht reich, aber man bekommt ein ganz bisschen Geld dafür. Dann gibt es noch die Organspende, also Organe wie Herz, Magen, was das alles eben so ist, Ohren, Augen. Man kann das wirklich alles spenden für Menschen, die Unfälle haben, die sehr krank sind. Und man kann in Deutschland einen Organspendeausweis beantragen. Den gibt es kostenlos. Den darf sich jeder besorgen. Und da kann man reinschreiben, wenn ich sterben sollte, weil ich heute einen Autounfall habe, dann spende ich meine Lunge für jemanden, der eine Lunge braucht. Oder ich spende alles. Man darf mir alles rausnehmen, damit andere Menschen weiterleben können. Man kann in diesen Ausweis auch reinschreiben, dass man nichts geben möchte. Und wenn ich einen Unfall auf der Straße habe und die Ärzte finden mich, dann sehen sie, die möchte nichts spenden. Wir brauchen nicht die Familie anrufen und fragen, hey, können wir was haben? Sondern derjenige hat das selber entschieden. Das macht wirklich sehr viel Sinn, weil in Deutschland, wenn euch etwas passiert, hoffentlich passiert euch nichts, aber wenn es so ist, dann wird sehr wahrscheinlich eure Familie gefragt, ob man etwas von euch haben darf, weil es viele Menschen gibt, die krank sind. Und so könnt ihr das selber entscheiden, dass ihr etwas spenden möchtet oder eben nicht. Den könnt ihr auch immer wegschmeißen, wegwerfen. Das ist nirgendwo registriert. Das macht nur ihr zu eurem Schutz oder weil ihr etwas geben möchtet. Das heißt, Organspendeausweis könnt ihr immer kostenlos bekommen. Dann die Drogerie in Deutschland. Drogerie hat nichts mit Drogen zu tun. Da kaufen wir keine Drogen, sondern es ist ein Supermarkt für Schönheitsprodukte. Das ist ganz, ganz deutsch. Die ganzen Länder von unseren Nachbarn kommen zu uns, oder unsere Nachbarländer, die Bürger, kommen zu uns nach Deutschland, um hier einzukaufen. Dort gibt es Schminke, Duschgel, Shampoo, und es gibt so viel, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Guckt mal im Internet nach, Drogerie in Deutschland, da gibt es alles.
Alles, was man braucht und alles, was man garantiert nicht braucht, aber haben möchte, weil es schön aussieht. Die Sachen sind bei uns auch nicht sehr teuer. Bei uns kostet Waschmittel zum Beispiel viel weniger als bei den Nachbarländern. Deswegen kommen viele her, um hier günstig einzukaufen. Und die Sachen sind richtig, richtig gut. Da bekommt ihr kilometerlang nur Schminke zu kaufen. Und es ist wirklich so, so, so schön. Da geht man auch gerne mal hin, um einfach nur zu gucken, was es alles gibt. Dann das Wort Maut. Wenn ihr Maut irgendwo lesen solltet, an Schildern auf der Straße, dann heißt das, das ist eine Straße, die Geld kostet. Das hat eigentlich immer nur was mit dem Straßenverkehr zu tun. Also wenn ihr mit dem Auto fahrt und ihr seht, die Straße, da ist ein Mautschild, dann müsst ihr dafür bezahlen. Das sind oft Tunnel oder Brücken. Ne? Das heißt Straße bezahlen. Dann das Wort Schnapszahl hat nichts mit Schnaps zu tun. Das heißt, es ist eine doppelte Zahl. Zum Beispiel die 22 ist eine Schnapszahl oder die 66. Und wenn man zum Beispiel 66 Jahre alt wird, dann hat man einen Schnapszahl-Geburtstag. Das ist die Schnapszahl. Einfach zwei gleiche Zahlen. Dann gibt es das Wort Linkshänder und Rechtshänder. Also jemand schreibt mit der linken Hand oder mit der rechten Hand. Linkshänder und Rechtshänder. Wir haben auch viele Dinge für Linkshänder. Die meisten Menschen schreiben mit rechts und machen alles mit rechts. Und es gibt Menschen wie mich, die schreiben mit links. Und ich habe natürlich Probleme, mit einer Schere zu schneiden. Das heißt, ich kaufe mir eine Schere für Linkshänder. Und das kann man hier alles wirklich kaufen. Das ist so toll. Dann gibt es noch die Schnitzeljagd. Bei einer Schnitzeljagd jagt man leider keine echten Schnitzel. Das sind kleine Rätsel, die man lösen muss, um an ein Ziel zu kommen. Das macht man oft mit Kindern, wenn sie frei haben. Dann macht man eine Schnitzeljagd, versteckt überall kleine Sachen und die müssen sie finden, damit sie das Große bekommen. Das ist die Schnitzeljagd. Und die Hilfstelefone oder das Hilfstelefon. Davon haben wir ganz viele in Deutschland. Die sind immer kostenlos. Und wenn ihr Probleme habt mit Gewalt oder ihr seid einsam oder euer Partner trinkt Alkohol und ihr habt Probleme deswegen, dann gibt es Telefonnummern, die kann man kostenlos anrufen und kann einfach mal mit einem fremden Menschen reden, seine Probleme erzählen und diese Menschen versuchen euch zu helfen. Die sagen dann, hey, geh mal zu dem Arzt, da gibt es eine Beratungsstelle, geh mal dahin. Es gibt auch Kindersorgentelefone, da dürfen Kinder anrufen, wenn sie Probleme haben. Wir sind unglaublich gut organisiert mit diesen Telefonnummern. Es gibt irgendwie für alles ein Telefon und das ist so toll, wenn man Suizidgedanken hat, wenn man sagt, ich glaube, ich möchte mir das Leben nehmen, ich möchte mich umbringen. Auch dafür gibt es Telefonnummern, dass die Menschen mit einem mal reden. Viele Menschen haben niemanden zum Sprechen und deswegen gibt es diese Telefone. Und das ist ganz toll. Könnt ihr im Internet alles nachlesen. Das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte euch tolle neue Informationen bringen und geben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert gerne den Kanal, teilt das Video, kommentiert gerne. Ich freue mich und tschüss, bis bald und auf Wiedersehen.